Vielen Dank, Dr. Ernst Schriefel. So, kommen wir zu einem Einheimischen, nämlich hier von der Uni in Innsbruck. Assistant Professor Dr. Gabriel Royers ist auch aus dem Arbeitsbereich vom Rainer Pfluger und hat auch schon einiges an Forschungen gemacht. Du kannst ruhig schon rübergehen. Begleitet auch einige Projekte mit der Internationalen Energieagentur. Was mir noch in Erinnerung ist, ich glaube, wir hatten es vor 2 Jahren auch auf der Tagung, nämlich die Küchenabzugshauben in Kombination mit der Wohnungslüftung. Da sagte er vorhin, da will er auch gerne noch mal weiter dran arbeiten. Heute hat er aber was anderes, nämlich die aktive Volumenstromregelung von Lüftungsanlagen. Etwas, was uns natürlich als Passivhausfreunde dringend interessiert, weil das ja doch ein wesentlicher Faktor ist, der auch nochmal bei der Energieeffizienz ein bisschen was nach vorne bringen kann, selbst im Passivhaus. Ich bitte um den Vortrag. Vielen Dank für die nette Einleitung. Vielen Dank für den Professortitel, den ich noch nicht habe. Gut, also wir wechseln von Raumheizung und Warmwasser zum Thema Lüftung. Ich möchte von einem Projekt berichten, dem Projekt AWECO, wo wir uns dem Thema Volumenstromregler gewidmet haben und wo wir versucht haben, die Vorteile von einem aktiven Volumenstromregler und einem passiven Volumenstromregler zu kombinieren. Grund oder Motivation, ich habe gleich eine Motivation auf dem Programmheft gefunden, sanieren, aber richtig. Wenn man Energieeffizienz die letzten, aber ich glaube, das muss ich in diesem Publikum hier nicht sagen, die letzten Meter bringen möchte, kommt man einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung, zumindest in unseren Breitengraden, nicht drum herum. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht es da gar nicht so gut aus. Und die sind in den letzten 10 Jahren auch gesunken. Die Zahl, die ich gehört habe beim letzten Dachlüftungstreffen, ist, dass in Österreich fertiggestellte Wohneinheiten schon unter 20% Lüftung mit Wärmerückgewinnung haben. Vor 10 Jahren waren das noch eher fast 50%, 45% oder so. Also, und da fragt man sich, warum, oder? Und ein Grund, den ich oder Kollegen oder den wir austun konnten, ist, oder Gründe sind Kosten und Installationsaufwand. Sicherlich gibt es sicher noch mehr, aber ich sehe das sicher als einen der wichtigen Punkte, an dem man arbeiten muss, um Wohnraumlüftung in die Masse zu bekommen. Warum sind Volumenstromregler dann wichtig? Wenn ich bis jetzt über Wohnraumlüftung geredet habe, sie sind wichtig für den Balanceabgleich der Lüftung, also zwischen Zu- und Abluft. Und dieser ist wichtig, damit die Wärmerückgewinnung gut und effizient funktionieren kann, aber natürlich auch, um die Bauschadensfreiheit zu gewährleisten. Also wenn ich mehr Zuluft, also wenn ich Zuluftsüberschuss habe, dann kann es mir feuchte, warme Luft in die Bausubstanz drücken und dazu Kondensation führen. Also da gibt es schon Studien dazu, die festgelegt haben oder die herausgefunden haben, dass die Disbalance, also der Abgleich zwischen Zu- und Abluft, um plus minus 10% in dem Rahmen sein sollte. Also das schon mal merken. Und natürlich Komfort, wenn der Zu- und Abluftmenge nicht zusammenstimmt, dann kann es auch zu Zugerscheinungen führen. Aber Volumenstromregler sind auch wichtig oder haben auch, spielen ihre Vorteile aus, wenn man aktive Volumenstromregler hat, dass man bedarfsgeführte Regelungen machen kann. Da wird jetzt viel über Smart Ventilation, intelligente Lüftungsregelung gesprochen. Auf dem Sensorbereich hat sich viel getan in den letzten Jahren. Das heißt, der Aktorbereich muss auch etwas nachziehen aus meiner Sicht. Und da die Idee oder deswegen unsere Motivation, an diesem Thema zu arbeiten. Also kurzer Überblickstand der Technik nochmal, Volumenstromregelung für Lüftungsanlagen.
kann man grob unterscheiden in aktive Regelsysteme. Man hat eine Messeinheit, typischerweise ein Staukreuz, also was auf einen Staudruck misst, und das weitergibt an eine Regeleinheit, was einen Stellantrieb wieder aktiviert, und dieser stellt eine Drosselklappe, um den Widerstand, den Luftwiderstand im Rohr zu verändern, um somit den Volumenstrom zu regeln. Das ist ein aktives System. Demgegenüber das passive oder passive Volumenstromregler, man sollte sie richtigerweise Volumenstrombegrenzer nennen, denn richtig regeln können sie nicht, aber sie können den Volumenstrom begrenzen. Die arbeiten passiv. Das heißt, sie brauchen keine Stromzufuhr, das macht sie auch beliebt und ist eigentlich der große Vorteil an denen. Also da strömt die Luft, meistens passieren die so auf so einem Balgsystem, dass der Staudruck hier in so einen Balg reinbläst und dieser Balg bläst sich auf und drückt die Drosselklappe etwas zu, eventuell noch mit einer Feder versehen, da gibt es verschiedene Systeme, aber wie gesagt, der große Vorteil ist, Sie brauchen keine Verkabelung für diese Systeme. Hier hat ein Masterarbeiter bei uns, der Rainer Pfluger hat ihn betreut, sich verschiedene Volumenstromregler angeschaut hat, 3 in dem Fall. Dabei war einer ein aktiv geregelter und 2 passiv Volumenstromregler oder Begrenzer. Und wenn wir uns zuerst mal den aktiven anschauen, die orange Kurve, hier sollte ein Sollwert von 100 Kubikmeter erreicht werden, und man sieht das hier aufgetragen über den Vordruck oder dann im Endeffekt über den Differenzdruck, den der Volumenstromregler zur Verfügung hat, und man sieht, der kann das eigentlich ganz gut, geht ein bisschen rauf und runter, aber er ist einmal 5% über dem Sollwert, was akzeptabel wäre. Gut, sollten wir an dem Punkt dann schon eventuell die Nachteile erwähnen, nachdem beim Passiven natürlich die Vorzüge sind, keine Verkabelung, sie sind auch kostengünstiger, ist beim aktiven Regler, die muss man als Nachteile nennen, die hohen Kosten, die sind gute Volumenstromregler sind relativ teuer und der Installationsaufwand ist entsprechend höher, weil man eben jedes dieser Teile eben verkabeln muss. Schaut man sich die Messung an bei einem niedrigen Sollwert, bei 50 Kubikmetern, sieht man auch, das schafft es über den ausgemessenen Differenzdruckbereich auch ganz gut, aber da sind wir schon bei 10% Abweichung. Okay? Also noch in einem Bereich, der okay wäre, aber könnte auch etwas besser sein. So, gehen wir zu den passiven Reglern. Das sind die blauen und das ist die blaue und die graue Kurve, und man sieht schon, wie stark die eigentlich von ihrem Sollwert abweichen. Also bei niedrigen Drücken, hier bei 30 Pascal angefangen, hat man eine Abweichung von ca. 30 oder mehr als 30% vom Sollwert. Möchte man in den konstanten Bereich kommen, dann braucht man einen Vordruck von 80 oder 90 Pascal. Okay? Also das ist ein Druck, den dann auch das Zentralgerät zur Verfügung stellen muss, wo der Ventilatorstrom oder der Ventilator entsprechend arbeiten muss, um diesen Druck bereitzustellen. Das heißt, hier sehen wir auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Die nächste überspringe ich, das ist ein anderer passiver Regler, der von einem anderen Masterarbeiter vermessen wurde. Ähnliches Resultat, man wünscht sich hier bessere Genauigkeit. So, darum unsere Idee, die Vorteile eines aktiven Reglers und eines passiven Reglers zu kombinieren. Da könnte man meinen, erster Ansatz wäre oder erste Idee wäre Energy Harvesting. Da hört man jetzt immer mehr davon, auch im Gebäudebereich gibt es verschiedene Ansätze, aber wenn man bewegte Luft hat, könnte man daraus Energie gewinnen und damit könnte man schon mal das das Stromversorgungsproblem loswerden. Also man kann eine kleine Miniturbine einbauen in die Lüftung und damit meinen aktiven Regler betreiben, meine Drossel betreiben. Das wäre der erste Ansatz, aber
Damit hätte ich das System jetzt noch nicht vereinfacht, sondern ich hätte jetzt eine Komponente mehr, nämlich jene Komponente, meinen Generator, der mir den Strom für meinen aktiven Regler erzeugt. Unsere Idee geht dahin weiter, dass wir sagen, das Energy Harvesting System und das Regelsystem soll das gleiche sein. Also wir machen eine Turbine und die Turbine kann die Energie aus dem Luftstrom gewinnen, um die Elektronik zu betreiben, aber gleichzeitig ist diese Turbine so ausgelegt, dass sie den Luftstrom bremsen kann und so weit bremsen kann, wie wir eben das wollen. Dieser Idee ging zuerst eben Andreas Heitzinger, ein Masterarbeiter, der auch vom Rainer betreut wurde, nach und vorerst einmal mit kommerziell erhältlichen Ventilatoren probiert. Computerventilatoren, Abluftventilator, wurden ein paar CFD-Simulationen dazu gemacht und auch im Labor vermessen. Er kam schnell zum Schluss, er braucht eine Verjüngung, damit ein gewisser dieser Abbremseffekt möglich ist oder ein gewünschter oder ein nicht ganz gewünschter, wir werden es gleich sehen, Abbremseffekt möglich ist, also darum diese Verjüngung. Aber dennoch zeigen dann die Messungen, dass der erzielte Regelhub, den man damit schafft, noch zu klein ist. Also was Sie hier sehen, ist aufgetragen über dem Volumenstrom den Differenzdruck und einmal gemessen bei blockiertem Ventilatorrad und einmal bei frei drehenden. Das sind die zwei Extreme quasi, mit denen man hat, und die geben den möglichen Regelhub vor. Oder? Und wenn man sich hier anschaut, bei 20 Pascal, dann schafft man hier, oder hat dieser Abluftventilator, das war der beste von diesen 3 getesteten, einen Regelhub von ca. 15 oder 20 Kubikmeter. Wenn man dann auf 60 Pascal geht, dann ist es schon etwas mehr, aber dann ist schon wieder viel Differenzdruck notwendig und der Regelhub ist immer noch nicht so groß. Darum haben wir weiter überlegt und haben das Konzept weiterentwickelt oder sind der Idee, 2 oder mehr gegenläufige Rotoren anzuordnen, in 2 kleinen Projekten nachgegangen. Die wurden von der Uni Innsbruck bzw. dem Förderkreis finanziert, diese Prototypenentwicklungsförderung, die es hier gibt, haben wir genutzt und sind dieser Idee nachgegangen, beziehungsweise haben eben versucht, Geometrien zu finden, die den Regelhub eben größer machen und auf Basis von eben mehreren Rotoren hintereinander geschaltet. Gut, das haben wir zuerst mit Strömungssimulationen gemacht. Deswegen auch dieses Eingangsbild, falls Sie das gewundert hat, was das mit einem Volumenstromregler zu tun hat. Also das ist der simulierte Bereich aufgrund von Symmetrien. In dem Fall ein dreiblättriger Rotor, kann man dann den Simulationsbereich dritteln. Also Sie sehen hier dieses gedrittelte Kreissegment, was dann simuliert wird. Wir haben das in ANSYS Fluent gemacht, Geometrieerstellungen mit gewissen Blade Editor Plugins, die es da gibt für Turbinenanwendungen. Im Endeffekt, ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, Moving Reference, also bewegtes Bezugssystem, ein gewisses Turbulenzmodell ist hier festgehalten, also Stand der Technik, Strömungssimulationen, um hier die verschiedenen Geometrien zu testen. Und wir haben eben Geometrievarianten durchgespielt, Blattwinkel verändert, Blattkrümmung verändert, die Rotorlänge, müsste man eigentlich sagen, auch die Blattanzahl verändert. Und hier dargestellt sehen Sie nicht das Ergebnis einer Simulation, sondern jeweils von mehreren Simulationen, um den möglichen Regelhub, um den abbildbaren Volumenstrombereich abzubilden. Also die minimale Seite ist hier quasi die blockierte Seite und dann die rechte Seite, quasi der maximale Bereich, ist hier interpoliert, muss man auch dazu sagen. Da muss man ja quasi den Punkt finden, den freilaufenden Punkt. Also
Das zu simulieren ist nicht so einfach, beziehungsweise musste interpoliert werden. Also diese maximalen Werte kann man als Richtwerte sehen. Da steckt auch die Annahme drinnen, wie groß das Reibungsmoment ist. Also freilaufend würde ja heißen, keine Reibung, aber die Realität hat natürlich eine gewisse Reibung. Dementsprechend dieser letzte Punkt, also dieser lange Balken hier rechts, den muss ich mir nochmal anschauen. Ich schätze, der wahre Wert liegt hier irgendwo zwischen 150 und 200, nur das angemerkt sei. Also wir sehen hier, dass wir den minimalen hier schon auf 30 bis 40 Kubikmeter runterkriegen konnten im blockierten Zustand und den maximalen, den freilaufenden auf über 150 oder ca. 150 Kubikmeter bei nur 20 Pascal Druckdifferenz. Okay? Also bei 20 Pascal Druckdifferenz ist dieser Regelhub möglich. Das sieht die Simulationsergebnisse für den grünen Fall, den wir dann auch im 3D-Druck haben fertigen lassen und dann vermessen haben, sieht dann so aus. Man sieht hier die graue und die orange Kurve gelten für rechts, also die zeigen das Drehmoment an. Wenn eben ein gewisser Luftvolumenstrom bei 20 Pascal Druckdifferenz da durchströmt, dann wirkt auf den Rotor 1 dieses Drehmoment und beim Rotor 2 dieses Drehmoment und das sinkt natürlich, je höher die Drehzahl wird, sinkt das bis zu einem Punkt, wo es 0 erreicht. Das wäre der theoretisch freilaufende Fall ohne Reibung. Die Realität ist natürlich, dass diese Rotoren gelagert sein müssen, beziehungsweise dass wir daran einen Generator hängen möchten und dieser Generator hat auch eine gewisse Leerlaufreibung, wenn man so will. Die wird wohl irgendwo zwischen 0,1 und 0,2 Millinewtonmeter liegen. Das heißt, hier, wo diese Drehmomentenkurven, diese roten Kurven schneiden, hier kann man sagen, hier wird irgendwo das Maximal liegen. Das ist das, was die maximal an Drehzahl möglich ist, wenn man nichts aus dem Generator entnimmt und es frei laufen lässt. Also man sieht, ein Regelhub bei 20 Pascal von ca. 40 bis 140 Kubikmeter oder 150 Kubikmeter sollten möglich sein bei einem gewissen Reibungsdrehmoment. Gut, das haben wir, wie gesagt, im 3D-Druck anfertigen lassen. Sie sehen hier den Vergleich, wo wir das mal getestet haben, ohne einen Generator anzuschließen, also nur in einem Gleitlager mit möglichst wenig Reibung hier zu installieren. Und Sie sehen, da kann man natürlich dann nur 2 Punkte messen, nämlich den blockierten Zustand und den freilaufenden Zustand. Das ist die orange Kurve im Vergleich zur simulierten, passt nicht perfekt, aber ganz gut zusammen. Und man sieht, man hat auch diese 100 bis 140 Kubikmeter hier abbilden können. Dann haben wir gesagt, ja, sieht ja gut aus, Messung und Simulation passt gut zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch den Generator dran machen. Da haben wir einen Gleichstrommotor verwendet, einen elektronisch kommutierten Gleichstrommotor. Aber man sieht schon, das hat nicht ganz, oder ich hätte mir hier Besseres erwartet, aber man hatte auch noch kein Gefühl, oder wir hatten noch kein Gefühl, dieses Drehmoment, was dieser kleine Motor hat, wie viel das eigentlich ist und wie viel das einbremsen wird. Und man sieht, das bremst deutlich ein. Also das ist quasi der maximale Zustand, der freilaufende Zustand, wo man noch keine Leistung abzapft. Und das heißt, der Regelbereich ist hier, der mögliche Volumenstrombereich oder der Regelhub ist da deutlich eingeschränkt. Hier noch die Wellenleistung dazu, die man abgreifen könnte, wenn es keine Reibung hätte. Also nach der Simulation ist die graue Kurve, man kommt dann auf um die 200, 300 Milliwatt, was man da abgreifen kann. Aber in unserem Fall deutlich weniger. Wir haben das dann bei 40 Pascal nochmal gemessen. Dann kann man schon knapp 70 Milliwatt abgreifen, aber man kommt auch schon auf 110 oder fast 120, 110 Kubikmeter pro Stunde. Aber entsprechend ist natürlich auch
der Volumenstrom im blockierten Zustand höher, nämlich bei 60. Das zusammengefasst sieht man das jetzt hier. Was haben wir hier gemessen bzw. simuliert, sind die blauen Balken und im Vergleich dazu die Messungen, mal ohne Generator und dann mit Generator. Und man sieht schon, bei 20 Pascal noch nicht brauchbar in dem Zustand, bei 40 Pascal ja, zwischen 60 und 110 Kubikmeter Regelhub ist das ausreichend oder könnte man das nutzen für eine Lüftung im Mehrfamilienhaus? Dieser Frage kann ich jetzt in den nächsten Folien nachgehen. Also Sie sehen hier ein zentrales Lüftungssystem und 5 Abgänge mit jeweils 120 Kubikmeter im Nennvolumenstrom. Und dann hat man hier einen Druckverlust bei den Auslässen, dann haben wir hier den Volumenstromregler für diese Wohneinheit, dann haben wir nochmal Druckverluste für irgendwelche Einbauten wie Kaltrauchsperre oder Brandschutzklappen oder sonstiges. Dann haben wir natürlich jeweils Leitungsdruckverluste zwischen den jeweiligen Abgängen. Ich habe hier mal angenommen jeweils um 5 Pascal. Und dann haben wir hier die Wohnung, die quasi am nähersten am Zentralgerät ist. Wenn alles auf Nennvolumenstrom eingestellt wäre, 120, dann passt das. Dieser Volumenstromregler macht 20 Pascal Druckdifferenz, alles gut. So, die Frage ist, wenn ich jetzt eine Wohnung runterregle, und das ist jene Wohnung, die am weitesten entfernt ist von der Zentralanlage, das wäre jetzt die hier, und die möchte ich auf ein Drittel runterregeln, auf 40 Kubikmeter pro Stunde. Was passiert dann? Ja, dann fallen diese Druckverluste in den verschiedenen Komponenten deutlich runter. Hier sollte 2,2 stehen, Entschuldigung, aber das könnte von so einem System auch noch abgedeckt werden. Springen wir gleich zum Worst-Case-Szenario aus Sicht des Volumenstromreglers. Das ist jener Fall, wo alle Wohneinheiten den Nennvolumenstrom oder den maximalen Volumenstrom haben möchte, außer jene Wohnung, die am nähersten zum Zentralgerät ist, weil dann ist natürlich hier der Druckverlust an dieser Abzweigstelle hoch oder muss hoch sein, damit die restlichen Wohnungen versorgt werden können, und dieser Druck muss dann großteils von diesem Volumenstromregler abgebaut werden. Das heißt, man bräuchte hier einen Druckverlust von 73 Pascal, um den Volumenstrom auf 40 Kubikmeter einbremsen zu können. Also das könnte unser System, so wie wir es jetzt ausgelegt haben bzw. getestet haben, noch nicht. Wenn man die Anforderungen etwas runterdreht und sagen, wir möchten nicht den Volumenstrom auf ein Drittel reduzieren können, sondern nur auf die Hälfte, auf 160 Kubikmeter, dann und es auch schaffen, Druckverluste in der Leitung zu reduzieren, dann käme man in einen Bereich, der sich mit diesem System jetzt schon abbilden ließe. Da kommt man auf 40 Pascal und 60 Kubikmeter lässt sich mit dem System auch abbilden. Gut, ich könnte Ihnen schon mehr präsentieren, aber leider ist Forschung so, dass es manchmal doch langsamer geht, als man es mal geplant hat. Also ich hätte gehofft, dass ich jetzt schon mehr präsentieren kann. Wir haben andere Generatoren bestellt, die ein deutlich niedriges Drehmoment haben. Das heißt, dieser Leerlaufbereich sollte deutlich besser funktionieren. Wir haben noch weitere CFD-Simulationen gemacht, machen noch weitere 3D-Drucke. All das hätte ich Ihnen schon gern gezeigt, aber ich fasse trotzdem das zusammen, was ich Ihnen schon erzählen kann. Also wir haben eine neue Idee, die ich Ihnen hier präsentiert habe. Die Idee ist, dass man die Energie, die normalerweise beim Volumenstromregler vernichtet wird, darf man als Physiker eigentlich nicht sagen, sondern in Wärme umgewandelt wird, dass man diese Energie nutzt für Smart Ventilation, für einen aktiven Volumenstromregler, der keine Stromversorgung braucht. Wir haben ein Proof Concept, also wir haben entworfen und ein Proof of Concept gemacht. Das scheint alles machbar, aber es gibt Verbesserungspotenziale. Und die Verbesserungspotenziale sind zum einen eben dieses Reibungsdrehmoment zu verringern, um den Bereich oben, diesen Leerlaufbereich erhöhen zu können,
aber auch gleichzeitig den Regelhub größer machen zu können, indem wir einen größeren Druckverlust erzeugen im blockierten Zustand. Also da gilt es nochmal eventuell an der Geometrie zu arbeiten oder eventuell an der dritten Stufe zu denken. Offene Fragen gibt es natürlich dann noch jede Menge, wie Kosten, Fertigbarkeit, Genauigkeit des Systems, Dauerhaftigkeit des Systems. Aber das will ich einfach jetzt nur nutzen, um mögliche Hersteller und Interessenten einzuladen, sich zu melden, dass man das eventuell in einem Folgeprojekt sich anschaut. Gut, damit wäre ich am Ende, möchte mich bei Ihnen bedanken, aber auch bei den Kollegen Rainer Pfluger, Christoph Speer und die Studenten, die da mitgearbeitet hat, auch an Wolfgang Hasper vom Passivhaus-Institut, der mit seinen super Ideen da auch immer wieder was beiträgt. Danke. Ja.